Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal Milusch Art You. Heute sind wir auf der Alpaka-Farm von Familie König, die uns Katrin vorstellen wird weiter. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, uns zu abonnieren und einen Kommentar dazulassen, um weitere Interviews mitzuverfolgen. Katrin, möchtest du dich einmal erstmal selbst vorstellen? Ja, gerne. Also mein Name ist Katrin König. Ich wohne hier in Meschendorf bei Neukirchen und ich möchte euch heute meine 14 Alpakas vorstellen. 14 Hier Stück. stehen wir aktuell bei unseren Stuten. Sehr süß. Genau, die Chloe, die uns gerade hier so anguckt, das ist unsere älteste Stute. Die ist jetzt 12 Jahre alt. Und die beiden schwarzen, das sind noch jüngere Stuten. Die sind jetzt 1,5. Wow. Und wie bist du auf Alpakas gekommen, mit denen zu arbeiten? Meine Mutter wollte gerne mal spinnen, wieder mit der Hand spinnen. Und Papa hatte immer gesagt, Schafe kommen ihm nicht auf den Hof, weil diese Wolle fühlt sich nicht schön an. Sie kratzt, sie riecht. Das ist ein ungutes Gefühl auf der Haut. Und dann gab es einen Bericht über einen Alpakazüchter bei Jever. Und dort sind sie dann hingefahren und haben sich die Tiere angeguckt. Und meine Mutter hat sich auch über das Vlies informiert. Und dieses Vlies oder die Faser der Alpakas, das ist eine sehr weiche Faser und es ist auch eine Hohlfaser. Kratzt nicht, riecht nicht, ist auch nicht schwer, ist super leicht. Ja, und so sind wir zu 3 trächtigen Stuten gekommen. Mit denen haben wir angefangen. Und jetzt haben wir 14 Alpakas. 14 Alpakas, wow. Die sind so süß. Ich würde jetzt auch gerne einen Alpaka haben. Es gibt auch unterschiedliche Alpaka-Arten. Einmal gibt es hier die Huacayas, das ist die schwarze hier, die beige dort und dort hinten, die hinterste, dies ist ein Suri-Alpaka. Die kriegt ganz lange seidenähnliche Trotteln so runter. Die können also bis zu 30 cm lang werden, wenn man die wachsen lässt, aber dann lässt sie sich schlecht verspinnen. Deswegen scheren wir sie einmal im Jahr. Also gibt es auch Unterschied zwischen den Wollenarten der Alpakas? Wow, genau, okay, das wusste ich nicht. Die Suri-Faser, die ist immer noch feiner als die von den Huacayas. Okay. Und wie kommt das so zum Spinnen? Machst du das selbst? Nee, meine Mutter verspinnt zum Teil selber, aber da wir jetzt so viel Wolle haben, schicken wir das auch an eine kleine Naturfasermühle, die sich in den 9 deutschen Bundesländern, ich meine Thüringen befindet sich die. Und da schicken wir dann immer farbweise und kiloweise hin. Und wir kriegen tatsächlich auch unsere Tiere wieder, was wir total schön finden. Wartezeit ist mittlerweile halt ein Jahr, weil der Andrang da ist. Ich höre hier schon auf der anderen Seite. Ja. Sind hier noch mehr Alpakas? Ja, das sind hier unsere Hengste, aber ich kann hier auch mal aufmachen. Wir mussten die Hengste so ein bisschen nach Altersgruppen. Oh oh. Ihr könnt auch gerne mit durchkommen. Das hier sind die Wow, ist sehr groß. Hengste. Hallo. Das ist unser Fuhur, unser Crispin und unser Nelson. Und mal gucken, ob unser Luke, unser Augen. Luki, wo bist du? Oh nein. Du bist Elliot. Komm rein. Wow. Was für prächtige Tiere. Luke ist unser grauer Hengst. Die Farbe ist immer sehr beliebt, aber grau ist auch schwer zu züchten. Also, na, Crispin? Wie süß. Ja, wie gesagt, die Hengste haben wir so ein bisschen nach Altersgruppe und auch Mentalität. Ich hoffe, die kommen nicht auf uns zu jetzt. Na, Luke? Ja, du musst erstmal gucken, ne? Kennst du nicht? Ja, mich kennst du. Ja, ruhig gucken. Nein. Ja, die sind alle jetzt hier aufgewachsen, kennen mich halt auch, sind halt Fluchttiere, aber mich kennen sie von Geburt an, deswegen akzeptieren sie das. Ich gewöhne ihnen auch von klein auf an, dass sie das akzeptieren, dass ich sie mal anfasse. Und mal gucken, wie sieht der Ernährungszustand an. Wir machen ja auch Klauenpflege selber, dass sie den Kontakt zu uns Menschen kennen und das stressfreier ist. Also ist es nicht allzu schwierig, sich um Alpakas zu kümmern? Oder gibt es da doch schon Unterschied zwischen... Doch, ich finde schon. Also man sollte auf jeden Fall so einen Haltungsnachweis machen. Gerade, ich weiß, Alpakas sind niedlich und sie verleiten zum Kuscheln. Ja. Es sind aber keine Kuscheltiere, es sind Fluchttiere. Ja. Da muss man halt auch
wissenschaftlich bei den Alpakas halt wissen, dass sie natürliche Diabetiker sind. Ja. Dass sie keine, ja, das sind Jungsrangeleien. Hör auf, Elliot. Ja, die beiden versuchen immer mal wieder die Rangfolge zu klären. Unser Corvin, der ist jetzt 11, Elliot ist 4 und dann muss man halt mal gucken, wer hat jetzt hier das Wahr. Also gibt es sowas wie ein Alpha-System, so wie bei Wölfen? Ja. Ah, okay. Aber wir waren nochmal wegen Ernährung. So zum Beispiel Alpakas dürfen gar kein Obst haben. Oh, wieso? Weil sie natürliche Diabetiker sind. Oh, wow, das Das wusste ich weiß nicht. keiner, das wissen sogar manche Zoos nicht. Das ist sehr schade. Na? Und wie hast du das mitbekommen? Ich habe halt so einen Haltungsnachweis gemacht. Ah, okay. Genau, da kriegt man das alles erzählt, was zu beachten ist, wie viel Platz man braucht. Super. Und wo kann man den machen, Den kann man also eigentlich bei jedem Züchter machen. Im Süden Deutschland und so ist das viel mehr. Mhm. Ich biete halt auch so einen Haltungsnachweis ein, damit man halt auch wirklich mal einen Tag hier mitläuft. Was zu beachten ist, auch platzmäßig, zaunmäßig. Mhm. Ja, Crispin ist immer sehr neugierig, ne Schatzi? Und Ja. gibt es einen Unterschied zwischen Lamas und Alpakas? Ja, die Lamas sind noch mal ein ordentliches Stück größer. Also Lamas sind jetzt von der Risthöhe zum Beispiel so. Boah, noch größer. Oh. Ja, tatsächlich. Also die Lamas sind größer als ich und die haben dann halt auch mehr an Gewicht. Deswegen sind die Lamas für die Lasten geeignet und die Alpakas sind wirklich nur zur Wollgewinnung. Wow, Also die okay. Alpakas wiegen so zwischen 50 und 70 Kilo. Ja. Und da ist wirklich, das ist nur Muskelmasse, da ist kein Fett. Fett. Deswegen kann man auch nicht auf den reiten oder halt Lasten tragen. Okay, super. So, wir sind jetzt zurück bei den Stuten. Und wie ist das so? Mögen dies angefasst zu werden oder eher nicht so? Also die Stuten, muss ich sagen, die sind sehr schön. Man kann Alpakas anfassen, dann gerne immer bitte am Hals. Ja. Wenn man von oben kommt, denken Sie, das haben Sie so von der freien Natur noch, da kommt ein Greifvogel oder ein Fressfeind. Dann reagieren Sie sehr panisch. Wenn man dann, na ihr Scheunhühner, aber am Hals, das können Sie eigentlich gut ab. Also ich gewöhne den Tieren das auch an, dass wenn ich durch den Stall gehe beim Füttern oder so, dass ich sie anfasse. Ja. Ich kann auch gern mal ein bisschen Futter holen. Sehr Dann kann ich gerne. das nochmal zeigen. So, die liebe Katrin zeigt uns jetzt einmal, wie man die Alpakas richtig füttert. Ganz sanft. Genau, ganz langsam. Möglichst ruhig stehen bleiben, nicht groß rumzappeln. Ich versuche jetzt bloß mal ganz langsam näher ranzugehen, über Will oder über den Hals ihrer Mama futtern will. Na, Ah, das sind Mama und Tochter? Oder? genau, das ist die Tochter Ja. von unserer Chloe. Da hat sich tatsächlich der Vater vom Körperbau. Ja, was ist denn hier los heute? Olivia? Schlecht gelaunt? Nicht schlimm. Ein bisschen kamerascheu vielleicht. Ja, sie reagieren tatsächlich drauf. Also die Stuten sind sehr sensibel. Ah, Ich kann das uns gleich mit Crispin, also da mit den Hengsten funktioniert das auf jeden Fall. Na, Olivia? hui. Ich kann nicht noch länger den Arm machen. Auf Diät. Nee, eigentlich. Ja, die sind vielleicht schon satt. Chloe, nicht mal du? Nicht mal du? Möchtet ihr lieber die Schüssel? Heute ist es ja ziemlich, naja, grau draußen. Sind die Genau. sonst immer draußen, die Tiere? Ja, die sind sonst draußen. Heute ist das zu stürmisch. Hm, ja. Kälte kommen sie auch super klar. Sie kommen ja aus dem Hochland, Ja. aus den Anden. Dort sind sie ja Kälte und karges Land gewohnt. Und auch viel Sonnenschein. Hier in dem Futter ist halt auch Vitamin D drin. Das ist hier meistens zu wenig. Auf jeden Fall auch für Menschen. Genau. Das Einzige, wo ich sie reinhole, wenn sie voll bewollt sind, dass sie nicht durchregnen. Also wenn das so ein richtiger Regentag ist oder so richtige Gewitterschauer kommen, dann hole ich sie rein. Macht das die Wolle kaputt, also der Regen? Das Vlies legt sich dann komplett auf die Haut des Alpakas und dann okay. wird die auch ziemlich schwer. Ja. Und wenn sie dann Zucht kriegen, weiß ich nicht auch, ob sie doch erkranken. Also wir haben ja die Stallmöglichkeiten, deswegen hole ich sie immer gerne rein.
Und was sie halt auch nicht mögen, ist, wenn im Winter dieser schneidende, kalte Ostwind da ist. Ja. Dann legen sie sich auf die Koppel und bewegen sich nicht mehr. Und dann sage ich mir, dann kann ich sie auch reinholen. Hier im Stall können sie auch liegen. Genau. Sieht echt gemütlich hier aus. Ja, Alpakas sind auch sehr reinliche Tiere. Sie haben ihre Toilette. Ja, oh wow, das ist gut. Sie haben sowohl auf den Koppeln als auch im Stall ihre Toiletten, die sie besuchen. Deswegen haben wir auch nur hier mit Stroh und Heu ausgelegt und den Rest haben wir mit Kies, weil wenn wir den mit Stroh ausgelegt hätten und die Wolle verarbeiten wollen, die verhaken sich, da sind ja noch diese kleinen Ähren drin. Ja. Und das ist eine verdammte Quälerei, das sauber zu bekommen. Deswegen haben wir uns dort jetzt überlegt, Kies hinzustreuen und nur auf die Toiletten Stroh und Heu. Okay, super. Ein neuer Freund? Ja, das ist Moritz, das ist unser Langsam. Also wie gesagt, die Hengste sind da ein bisschen stürmischer. Die vergessen das manchmal, dass sie Fluchttiere sind. Haben die das gerochen, dass es Futter gibt, oder? Ja, die kennen das Geräusch, wenn ich den Deckel da abnehme und wenn ich das dann langsam reinschütte. Das Geräusch kennen sie. Ja. Der Schwarze, nicht der Vordere, sondern der hier hinter, der jetzt frisst, das ist unser Moritz. Der ist jetzt 16 Jahre alt. Man sieht das auch schon, der ist schon Opa. Der war mal komplett schwarz, aber er ergraut hier lang. Er möchte zu den Stuten. Nee, der möchte fressen. Stuten ist dem eigentlich... Nee, nicht Nein, gleich den ganzen Trog. Nein, nein. Alpakas können so 20 bis 25 Jahre alt werden. Also haben die Menschen Jahre und nicht so wie Hunde zum Beispiel. Genau, genau. Hört auf. Langsam. Ja. Und Alpakas sind auch ganz sanft. Da braucht man keine Angst haben, dass sie beißen. Sie können gar nicht beißen, sie haben oben gar keine Zähne. Da haben sie lediglich eine Kautplatte. Und sie sind auch ganz vorsichtig beim Füttern. Also da braucht man nicht Angst haben, dass man Finger dazwischen kriegt. Langsam. Moritz, nein. Ja, die Tiere tun so, als ob sie 3 Jahre nicht zu essen bekommen haben, aber sie werden. Ja, ja. Die spucken. Gesundheit. Die spucken auch. Nein, das war Spucken. Oh. Das war jetzt so, das ist mein Futter, geh weg. Das will ich für mich alleine haben. Ess mir nicht alles weg. Ah, ich dachte nur Lama, oder? Nein, Alpakas spucken auch, aber Alpakas bespucken sich untereinander. Okay. Also, ja, Lama spucken ja auch so, wenn man die mal schief anguckt. Ah ja. Und dann hat man schon manchmal einen abbekommen. Das ist bei den Alpakas nicht. Nimmst du den Wirsing da raus? Jetzt reicht das, weil ich nehme kurz mal die Box beiseite. Ja. Mit gleich auch Ruhe hier. Die Alpakas bespucken sich wirklich untereinander. Jetzt geht es hier drum, ich möchte aber mehr, geh weg, das ist meins. Ich möchte das. Das kann auch mal sein, dass wir was abkriegen. Aber dann, weil wir beim Füttern sind abends oder wenn der Tierarzt mal zu einem Wurm kommt, wenn sie mal so einen kleinen Pieks kriegen, dann kann es auch sein, dass sie uns mal bespucken. Das ist aber nicht schlimm. Das ist eigentlich wie so ein warmer Wind mit ein bisschen Heu drin. Oh, ja. Nicht zu mir kommen, Nein, bitte. das ist Moritz. Bitte nicht zu mir kommen. Bitte nicht zu mir hören. Hast du Angst? Er hat das gerochen, oder? Sag mal, Moritz. Mensch. Nein, du bleibst jetzt hinter mir. Du kannst gerne rauskommen, aber ich stelle mich vor dir. So. Ja, kommst du nicht vorbei? Nein. Nein. Und bekommt die Alpakas jährliche Impfung oder nur einmal? Einen Wurm lassen wir sie halbjährlich oder Ja. manchmal auch jährlich, dann lassen wir aber spätestens nach einem halben Jahr eine Kotprobe einmal durchsuchen. Und einen Wurm tun wir sie einmal im Jahr. Na, Buckel, traust du dich doch mal? Wir haben dich gesehen, du brauchst gar nicht jetzt zu gucken. Ja, Alpakas-Babys. Nicht zu mir. Nein, nicht zu dir. So. Alpakas-Babys, die bekommen einmal im Jahr Babys. Die Tragzeit von Alpakas beträgt so 11,5 Monate. Recht lange, zwischen dem 335. und 355. Tag kann man mit einer Geburt rechnen. Das wird dann auch so geplant, dass das möglichst in den warmen Monaten geschieht. Im Und was Sommer bei so. Alpakas auch noch ganz toll ist, sie gebären in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr.
Das ist tatsächlich von der Natur vorgegeben, weil im Hochland ist das so kalt. Und wenn die Fohlen zum Beispiel, sagen wir mal, 18, 19 Uhr geboren werden, dann kommt die kalte Nacht. Genau. Und das würden die Fohlen nicht überstehen. Und so sollen sie halt noch die ersten Sonnenstrahlen mitbekommen, damit sie die erste Nacht gut überstehen. Super. Und was bietest du so alles an? Zum Ersten möchte ich mal sagen, dass ich ein Gegner bin für die Alpaka-Spaziergänge. Ja, okay. Und ich weiß, dass es ganz, ganz viele Züchter anbieten. Es ist aber ganz ehrlich Stress für die Tiere. Die Tiere werden ständig gezwungen, mit fremden Menschen, Persönlichkeiten spazieren zu gehen. Es sind Herdentiere, dann werden immer partienweise 4, 5 Alpakas aus der Herde rausgeholt. Dann müssen sie mit fremden Persönlichkeiten gehen. Ich habe sie halbführig. Bei mir sind sie auch ruhig. Aber sie wollen gar nicht spazieren gehen. Sie wollen in Ruhe bei ihrer Herde sein und fressen. Deswegen biete ich ein Meet and Greet an bei unseren Alpakas. Das dauert so ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Dort nehme ich Futter mit, erzähle was über die Alpakas. Man kann sie ganz intensiv nahe kennenlernen. Also bei den Hengsten ist das immer wunderschön. Die kommen alle, die lassen sich anfassen. Auch wenn das Futter dann alle ist, bleiben sie in der Nähe. Die Geräusche, die Eindrücke, was auch untereinander, unter den Tieren passiert, das ist schon schön. Und das geschieht ohne Druck. Sie werden nicht gezwungen, auf einen zuzukommen. Sie kommen selber aus eigener Entscheidung und bleiben auch stehen. Des Weiteren biete ich auch Picknick bei uns auf der Koppel an. Da wird dann eine Picknickdecke vorbereitet mit Getränken. Essen würde ich bitten, selber mitzubringen, weil jeder seine eigenen Vorlieben hat. Und Corona. Genau, das habe ich so begrenzt auf 6 Personen. Es kann auch, wenn man, alles gut, die zoffen sich gerade, das ist alles im grünen Bereich. Männerstreit. Genau, habe ich so auf 6 Personen begrenzt und wer nicht auf dem Boden sitzen kann, ich habe auch eine Sitzgarnitur da, die ich da hinstellen kann. Auch das sind die Tiere gewöhnt. Dann gebe ich gerne bei Wunsch auch Futter mit. Berichte auch, was zu beachten ist, worauf man vorsichtig sein soll. Die Alpakas können nämlich auch hinten austreten, gerade wenn Kinder dabei sind. Da weise ich aber dann immer noch mal gerne drauf hin. Da habe ich immer so 2 Stunden anberaumt, dass man wirklich in Ruhe Zeit hat. Ich lasse die Gäste dann auch alleine auf der Koppel, bin aber in Rufnähe. Also ich bin dann im Garten und gucke halt auch immer unauffällig rüber, ob alles in Ordnung ist. Ja. Und ab April, Mai, je nachdem wie gut das Wetter wird, biete ich auch Yoga. Wow. Zwischen den Alpakas an, da haben wir letztes Jahr einen Probelauf gemacht. Das war total friedlich und entspannt. Die Alpakas kommen, beschnuppern ein, dann grasen sie nebenein. Also das ist entspannender als jeder mediative Musik. Dann hört man noch, wenn sie grasen oder wenn sie sich kratzen. Und wie läuft diese Yogastunde ab? Also gibt es eine Lehrerin dafür? Oder? Ja, es gibt eine examinierte Lehrerin dazu. Wir gehen gemeinsam auf die Koppel, haben auch jede Menge Platz, dort die Yogamatten auszubreiten. Und dann findet in aller Ruhe auch so eine Stunde Yoga statt. Und danach gibt es noch so einen leckeren Tee zum Ausplanken, nochmal zum Genießen. Ja. Und wo kann man sich anmelden dazu? Man kann sich gerne unter 04365 979158 anmelden. Meine Handynummer ist 0160 9468 1085. Bei Familie König, Lama Lama Alpaka, wir haben auch einen Online-Shop. Gerne darüber uns kontaktieren. Ich werde den auf jeden Fall verlinken und die Nummer auch. Wollen wir uns vielleicht einmal die Koppel angucken, auch wenn die Tiere gerade nicht draußen sind? Ja, können wir gerne machen. Super. So Leute, wir sind jetzt da, wo alles stattfindet. Ja, heute ist es halt leider stürmisch. Ja, leider. Und da habe ich die Tiere vorsorglich drin gelassen. Aber sie gucken ganz genau, was hier passiert auf dem Weg zu ihren Koppeln. Wow, der ist braun. Das habe ich gerade nicht gesehen im Raum. Nee, das war, also wie gesagt, beim Anfassen gerne am Hals anfassen. Sind die Ohren empfindlich? Wie bei... Nein. Nein? Nein. Okay. Das machen sie jetzt, wenn sie aufgeregt sind. Schnuppern, wenn das nochmal ist. Weil wenn man von oben rangeht, ja, Dann gehen sie weg. Also das mögen sie nicht. Ja. So ist okay. Ne, Crispin?
Ja, jetzt drängt Corbin. Ich habe immer noch nichts. Hast du dir den Namen ausgedacht oder? Ja, ja, tatsächlich. Ich weiß es nicht. Ich sehe die Tiere und denke dann immer, ja. Perfekter Name. Ja, genau. Ja, wieso nicht? So, ist sehr groß hier. Ja, genau. Vorsichtig, das ist hier ein bisschen matschig. Hier auf die Ecke. Ja, hier sind die Koppeln, Wow. wo dann halt auch das Picknick, Yoga und also hier sind dann die Koppeln, wo dann auch das Picknick, das Meet and Greet und das Yoga stattfinden wird. Es ist jede Menge Platz da. Wenn es nicht gerade stürmisch ist, ist es auch wunderschön. Also man hört hier dann auch Naturgeräusche. Es ist abgelegen von der Hauptstraße, dass man halt auch von Auto lernt. Frische Luft. Frische Luft, die Aussicht. Ja, sehr hat schön. man auch. Also man kann hier wirklich in Ruhe die Seele draußen baumeln lassen. Und die Alpakas laufen einfach herum. Die laufen zwischen einen herum, geben so leise Geräusche, so erzählen sich dann halt was. Ja. Und sonst hört man nur Fressgeräusche, Vögel singen, Wind rauschen. Lässt du alle gleichzeitig raus oder gibt es bestimmte Uhrzeiten für die einzelnen Gruppen? Also ich habe dann Uhrzeiten und gebe die Termine dann schon vor, weil ich halt auch noch berufstätig bin und auch noch 2 Kinder habe. Deswegen ist das immer ganz nett. Aber Wochenende ist immer auf jeden Fall zu buchen und in der Woche dann nach Absprache. Genau. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg in die Faserstube, wo alles zusammenkommt. Oh, wow! Rein. Seht ihr das? Ja, Alpaka-Faser ist eine super leichte, wärmende Faser. Ja. Oh, sogar schön. Wow. Darf ich das anfassen? Ja, gerne. Wir sagen immer gerne auch begreifen. Ja. Man darf bei uns gerne grabbeln, damit man das auch wirklich mal fühlt, wie leicht und warm diese Faser ist. Wow, das kann man auch einfach so kaufen, die Alpaka. Genau, das ist kardiertes Band, also das ist wirklich nur einmal durchgekämmt, falls jemand selber spinnen möchte. Meine Mama gibt auch Spinnkurse nach Absprache und wenn die Corona-Regeln sich gerne mal wieder lockern sollten, gerne wieder über die Nummer anrufen? Genau. Okay. Gerne anrufen, nachfragen. Ja, das ist die Rohwolle von unseren Tieren und das ist sie dann in Versponderform. Das ist Palem, den hatten wir mal verkauft, aber hier, unser Luki, der graue Hengst. Und wie viel kostet das, wenn ich fragen darf? Also das sind jetzt immer 50 Gramm und die kosten 12 Euro. Hört sich erstmal viel an, aber zum Beispiel Schachenmeierwolle. Unsere Wolle ist leichter und deswegen sind bei 50 Gramm viel, viel mehr Lauflänge drauf als bei der von Schachenmeier. Okay. Und qualitativ auch hochwertiger. Alpaka-Faser nicht in die Waschmaschine tun. Gerne bei nebelfeuchter Luft raushängen oder unter klarem, nicht ganz lauwarmem Wasser klar ausspülen, raushängen zum Trocknen. Genau, Leute, merkt euch das unbedingt. Oh, wow. Und diesen Schal hast du auch selbst gemacht? Nein, das beziehen wir wirklich über Apokuntur. Da fehlt uns leider die Zeit für. Es gibt wirklich Stola, Loops, Mützen, Socken. Wow, ja, da sind die Socken. Genau. Oh, die müssen bestimmt echt warm sein. Ja, die sind super warm. Hier dürft ihr gerne mal, das sind Wohlfühlsocken, so Bettsocken. Frauen haben ja immer gerne kalte Füße. Ah, ja. Das ist wirklich super weich, angenehm. Alpaka-Wolle ist auch für Allergiker geeignet. Dadurch, dass es eine Hohlfaser ist. Es ist eine Faser wie ein Strohhalm. Oh, beim Schaf ist in diesem Strohhalm dieser Faden Lanolin drin, welcher rückfettend wirkt, dass dieses Kratzen und dieses Riechen macht. Das ist bei der Alpaka-Faser nicht. Deswegen ist sie so leicht und auch für Allergiker geeignet. Kann man Alpaka-Wolle mit Baumwolle, sage ich jetzt mal, vergleichen? Oder gibt es da noch einen Unterschied? Noch weicher. Noch weicher, so wow. Ja. Super. Ah, hier gibt es solche Bummel. Genau, auch die sind immer auch sehr beliebt. Kann man dann auch Mützen kaufen, dann kann man sich zum Beispiel die Bummel wechseln. Ja. Heute weiß, morgen rot. Oh, wow, das ist cool. Auch Einlegesohlen sind immer super beliebt. Ich trage die gerne auf Weihnachtsmärkten. Kann man die auf eurem Online-Shop auch kaufen? Ja, das kann man alles auch online bewerben.
erwerben. Man kann uns aber auch gerne nach Absprachen besuchen, unseren Shop besuchen, die Tiere dann besuchen. Genau, Leute, unterstützt unbedingt Katrin und kauft euch diese coolen Sachen. Und das sind die Mützen oder? Das sind Hüftwärmer. Darf ich das einmal? Genau, also ich habe ja immer kalte Oberschenkel. Ah, wow. Genau, und die zieht man sich dann halt über die Hose, so ein bisschen, dass die Oberschenkel immer schön warm sind. Habe ich auch schon selber getestet, ist super. Und auch die Elastizität lässt nicht nach. Wow. Und wie ist das jetzt so mit der Farbe? Ich sehe, das ist so rötlich. Genau, wie ändert ihr das das? beziehen wir tatsächlich fertig, so das wird dort, es wird tatsächlich in Peru hergestellt und geschickt, dort wird die Wolle auch gefärbt. Wow. Unsere Naturfaser kann man auch färben, mit natürlichen Mitteln, auch mit chemischen Mitteln. Wir möchten aber unsere eigene Faser gerne in Naturfarben vertreiben, weil das einfach ein schönes Farbspiel ist, wenn es nachher hergestellt ist. Auch die Muster, ich zeige noch mal kurz. Zum Beispiel, dass das die Muster dann halt auch wirklich, wir denken, dass wenn man das so gefärbt hat, dieses diese Unebenheiten zum Beispiel, wie sie bei der Naturfaser dann auch sind, gar nicht so rauskommen. Deswegen färben wir unsere Faser nicht. Leute, ihr könntet ja mal in die Kommentare schreiben, was man noch alles machen kann, außer das, was Katrin schon sehr viel hergestellt hat und gemacht hat. Und was ist mit den Mützen? Wer macht die nochmal? Die beziehen wir auch fertig von Apokuntur. Mit denen sind wir schon seit 11 Jahren in der Kooperation. Haben noch keine Reklamationen bekommen. Wir haben auch schon einen Kundenstamm aufbauen können in den letzten 10 Jahren, die immer wieder kommen, vorbestellen, sodass wir auch schon Vororder machen. Ich sehe hier auch Kuscheltiere. Verkauft ihr die auch? Die leider nicht mehr, weil die waren raus. Also die haben wir dann wirklich nochmal zum Begreifen, dass jeder mal fühlen kann, wie sich Alpakas auch anfühlen. Oh, das ist wirklich sehr weich. Wer sich dann nicht traut, auf der Koppel die Tiere anzufassen, habe ich hier auch immer noch perfekte Chance, genau. Und du meintest ja, dass deine Mutter auch spinnt. Hast du vielleicht irgendwas zum Zeigen? Hier ist ein Spinnrad. Das ist ein spezielles Spinnrad. Also meine Mutter schwört auf die Spinnräder der Firma Henkis. Die kommt aus der Uckermark. Die sind alle handgedrechselt hergestellt. Hier ist auch zum Teil Alpaka-Wolle schon drauf. Wie gesagt, meine Mutter verspinnt. Ja. Die Wolle gibt auch Spinnkurse. Gerne nachfragen. Meine Mutter ist auch hier ansässig in Kröss und würde die Spinnkurse hier in Neukirchen in der Doppeleiche dann anbieten wollen. Leute, meldet euch unbedingt bei Katrin, denke ich mal, für die Spinnkurse. Genau. Und macht da unbedingt mit. Ich glaube, das wäre sehr viel Spaß. Wie aus so einem Märchen. Genau. Wow. Kann man sich auch dran stechen? Das ist tatsächlich bei Dornröschen diese Handspindel, wo dieser Dorn ist. Ah, okay, ja. Werden wir viel von Kindern gefragt, wenn wir auf Märkten sind mit dem Spinnrad. Hier kann man sich nicht dran stechen und in 1000-jährigen Schlaf verfallen. Und das hier? Das ist eine Weste. Eine Weste aus Alpaka. Genau. 60% Alpaka, 40% Wolle. Das liegt daran, weil sie so ein bisschen diese Filzoptik hat. Ja. Weil Alpakafaser selbst zu filzen, das ist gar nicht möglich, weil dieses Lanolin drin fehlt. Okay. Aber da steht, wenn auch drauf. Wenn es kein reines Alpaka ist, sondern Wolle mit enthalten ist. Sehr ästhetische Kleidung, ich mag das. Wow. Und das gibt's auch alles auf dem Online-Shop, ne? In dem Online-Shop. Genau. Zum Beispiel dieser Poncho hier, der ist aus 100% Alpaka. Sieht sehr gemütlich aus. 100%, wie sich das wohl anfühlt? Oh, wow. Sehr leicht, aber auch sehr guter Stoff. Also. Genau. Auch wärmt. Hier ganz frech auch mit so einem Armausschnitt, dass man verschiedenfarbige Oberteile anziehen kann. Ah, und das ist so ein... Das ist ein größerer Schal, den man sich dann so umhängen kann. Cool. Macht ihr auch so richtige Pullover oder Hoodies? Nee, das schaffen wir nicht. Also wir haben einen Katalog, wo wir auch gerne mal gucken können und dann auch
bestellen können. Mit den Größenangaben kennen wir uns sehr gut aus, wie das ausfällt. Gerne vorbeikommen, im Katalog schauen und dann kriegen wir das hin. Cool. Und das hier? Das ist Sockenwolle. Socken, wow. Genau, das ist Sockenwolle. Das ist 60% Wolle, 20% Alpaka und 20% Nylon. Die Alpaka-Faser wäre alleine zu fein. Okay. Gerade Schuhe sind, Füße sind ja doch mit dem Rein- und Rausschluppen in Schuhe, dann wären sie schnell durch. Aber die Wolle ist sehr gut, auch lauflängentechnisch. Also ich kriege aus so einem Paar für große 40 ein Paar raus. Wow. Dieses Knäuel, ich weiß gar nicht, ob ich den Preis nennen darf, kostet 7,90 €. Also ich finde, das ist immer noch ein super Preis. Ja, finde ich auch. Besonders wenn bei so einem kleinen Paket so viel rauskommt. Genau. Das sind so eine Stretch. Stirnbänder sind wirklich auf jeden Kopf anzupassen. Ich meine, hier ist auch, genau, hier sind 4% Elastan mit drin. Der Rest ist Alpaka. Super. Bei kaltem Wind, es rutscht nicht, es juckt nicht. Ich liebe das. Ich habe manches schon seit 10 Jahren. Ja, gerne mal kommen, anprobieren. Es ist wirklich weich. Ihr könnt auch gerne kommen zum Begreifen, anfühlen. Ihr könnt ja schon mal gerne... Wow, das ist das Problem mit Stirnbändern. Die kratzen immer sehr hier vorne. Nein, die kratzen nicht. Ja. Ich habe meinen schon seit über 10 Jahren. Und das sieht immer noch so aus. Und es ist gut für die Haut, weil manche Stirnbänder geben ja auch so Ausschläge. Ja, nein, das ist bei denen wirklich nicht. Cool. Da ist sogar noch so ein Logo drauf. Genau, ist das euer Logo? So nee, das ist von Apokontur tatsächlich. Ja. Sieht trotzdem cool aus. Und das sind die Socken. Genau, hier habe ich dann einfach mal gestrickt, damit man das sehen kann, wie so das Muster sein kann, wie der Farbverlauf ist. Sehr schön. Oh, sogar Handschuhe. Wow. Sehr Ja, genau. Handschuhe vielseitig. haben wir hier mit Kängurus. Das zum Beispiel beim Autofahren, wenn man dann Handschuhe an, ständig muss man sich ja austüdeln. Ja. So kann man Auto fahren und wenn man rausgeht, Wie innovativ. Zum Spazierengehen oder so, Ja. klappt man um, kann spazieren gehen. Ich bin begeistert. Das sieht sehr gut aus. Du kannst uns auch gerne sagen, wie viel das alles kostet, denn ich weiß ganz bestimmt, viele denken, dass das sehr teuer ist, weil das nun mal aus Alpaka-Wolle ist. Ja, wie viel kostet das so? So ein Känguru-Handschuh kostet jetzt 43 €. Ja. Die gibt es in verschiedenen Größen von S bis L. Gerne herkommen, anpassen. Man muss das wirklich anziehen. Es ist wirklich reine Alpaka-Faser. Es ist jetzt etwas höherpreisiger. Viele stöhnen, 43 € für ein paar Handschuhe. Ja. Aber sie sind leicht, sie sind haltbar. Super strapazierfähig. Wie gesagt, meine habe ich jetzt auch schon seit 13 Jahren. Wow. Also das hält wirklich, auch die Mützen. Oh. Das ist jetzt eine Mütze, die kann man auch wenden. Super leicht. Die ist jetzt etwas auch hochpreisiger, 55 €. Aber es ist ein nettes Zopfmuster. Ja. Und man kann sie auch, wenn man möchte, wenden. Also mit dem... Und ich glaube, die halten wirklich warm. Ja, die halten wirklich warm. Diese habe ich mir selbst... Ich stehe ja so auf Gelb. Ich finde ja Gelbtöne so toll. Die habe ich mir auch selber geholt. Eine Fotografin war damit in Norwegen. Super. Die war total begeistert. Oh, es gibt sogar noch verschiedene. Genau, das ist so mehr für Herren. Da ist ein Fließeinsatz noch mit drin. Der ist aber auch super weich. Diese Mütze würde jetzt bei 37 € liegen. Die haben so ein paar Ohrenklappen auch nach unten. Ja, genau, das braucht man unbedingt im Winter. Genau. Oh, verschiedene Arten von Mützen sogar. Genau, hier das noch. ist jetzt eine Wendemütze, die ist dann auch leichter. Die kann man dann auch in schwarz oder in grau tragen. Wow. Genau, diese Mütze liegt bei 45 €. Auch die gibt es in L und in M. Gerne mal vorbeikommen, anpassen. Auch sich im Spiegel selber mal angucken, ob Farbe oder nicht Farbe. Ja, dann haben wir halt auch witzige Mützen. Auch mit so einer Ohrenklappe runter. Meine Mutter hat sich diese hier geholt.
Sieht echt schön aus, das Muster. Ja, und die hält auch super warm. Diese liegt jetzt halt auch bei 55 Euro rum. Aber es ist Cool. alles aus Peru. Und was kann man so aus richtig reiner Alpaka-Wolle herstellen? Also was für Art von Klamotten? Aus richtig reiner Alpaka-Wolle würde ich Stulpen herstellen. Stulpen, Oder ja. selbst ein Stirnband, ein Dreieckstuch, ein Loop, eine Mütze, ja, oder ein Poncho oder so, Ja. so eine Stola, so ein Dreieckstuch zum Überwurf, auch Ja. super. Ist das Gelbe auch ein Poncho da, oder? Ja, das ist der gleiche wie der blaue. Mhm. Die liegen jetzt preislich bei 209 Euro rum. Ja. Ich möchte dazu doch sagen, wenn ihr in einem Klamottengeschäft in der Innenstadt irgendwo Alpaka-Pullover kauft, der kostet auch bei 200 Euro. Mhm. Da brauchen aber nur 40% Alpaka drin sein. Es darf als Alpaka-Pullover verkauft werden. Wieso ist das so? Das kann ich nicht beantworten. Ja. Das ist in den Läden so. Bei uns kann man sicher sein, das ist Alpaka. 100%. Genau, und in den Einkaufsläden gerne mal gucken. Da steht meistens 40% Alpaka und der Rest ist Schurwolle. Und dann kommt auch wieder, oh, Alpaka-Wolle kratzt. Haben wir hier auch viele. Die kommen, es kratzt, es riecht. Ja, guckt mal bitte aufs Etikett, wie viel Schurwolle. Wie Genau. viel Prozent Schurwolle. Und bei unseren, wenn was drin ist, sagen wir das. Und ansonsten ist das wirklich reine Alpaka-Faser. Ist auch wirklich weich, Leute. Das hier ist mir ins Auge gestochen. Das Magentafarben. Ja. Ja, ich meine, da ist Mantel. auch, da muss ich selbst noch mal kurz gucken. Genau, hier ist 40% Wolle wieder drin, weil es diese Filzoptik hat. Alpaka-Faser ist nicht zu filzen. Dann würde man diese Optik nicht Ja. herbekommen. Diese Jacke ist das Größe L und kostet 178 Euro. Die ist eher mehr so für den Winter oder Herbst. Ne? Genau, für den Herbst auch, genau. Wenn man Büroarbeit hat, auch gerne sich mal was Warmes, Kuscheliges überziehen Ja. möchte. Genau, gerne anfassen. Das hier ist auch echt schön. Hat das einen Gürtel hinten? Oh, wow. Sieht so hochwertig aus. Ja, das ist auch. Hochwertig. Guck. Du meintest ja, dass das jetzt so teuer ist, aber sagen wir jetzt mal, eine Person mag eine andere Person sehr gerne und möchte etwas Hochwertiges schenken. Dann könnte es eigentlich so eine Mütze oder Handschuhe, weil Also das hält wirklich für die Ewigkeit, glaube ich. Die Faser oder unsere Produkte halten wirklich für die Ewigkeit. Ja, Das sind natürliche Produkte, wie gesagt, für Allergiker. Gesund, oder ja. Es kommt ja auch gerade dieses Veggie. genau, Ne, kommt genau. Wirklich, die Tiere leben auch da, wo die Wolle herkommt, da leben die Tiere artgerecht. Auch wir halten artgerecht. Es ist eine langlebige Faser, da hat man wirklich sein Leben lang was von. Das ist das Gute. Ich finde, man sollte wenigstens einmal in seinem Leben wirklich etwas Gutes ausgeben, aber für etwas Qualitatives. Ja, Zum Beispiel Alpaka-Wolle oder Genau. Alpaka-Mützen und so. Genau. Ah, ich sehe gerade noch diese Handschuhe. genau, das sind etwas Wow, sind die dickere, wenn man zum Skifahren möchte oder genau, viele Waldspaziergänge. Die sind dann innen auch mal so nochmal abgefüttert, ja, also doppelt gearbeitet praktisch. damit die wirklich warm Genau, halten. damit Ja. die wirklich warm halten. Also ich weiß, dass wir auch Zuschauer aus Russland haben, ein paar. Und ich glaube, das wäre sehr, sehr nützlich, solche dicken Handschuhe zu haben oder Mützen. Machst du denn auch international Shipping? So nennt sich Ja. das ja? Ja, gerne kontaktieren, die stellt den Kontakt zu mir her und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Wo Ja. wir gerade bei Kälte waren, ich habe hier nochmal richtig Wow. dicke Socken. Die kann man auch beidseitig tragen. Die wird gerne so für Angler, Landwirte oder Forstarbeiter. Ja. Ich habe sie als Bettsocken. Ich habe immer kalte Füße. Ja, man kennt's. Und sie sind so schön. Ja. Also diese kann man auch tatsächlich auch in Schuhen tragen, in Stiefeln. Die liegen jetzt bei, ich meine, bei 45 Euro rum. Ja, aber die Auch die kann man beidseitig tragen, wenn man grau tragen möchte. Graue Seite, wenn schwarz. Ist das auch was für Diabetiker? Da bin ich mir manchmal, berichten manchmal Schwierigkeiten mit den Bündchen. Ah. Also da würde ich dann selber Socken stricken
um das Bündchen anzupassen, weil die ja doch viel mit Wassereinlagerung zu tun haben. Da wäre ich tatsächlich Aber das kann man bei dir bestellen. Ja, ich würde dann selber mit anpassen. Sonst Wow, okay. Perfekt. Schreibt unbedingt in die Kommentare, ob ihr sowas wollt, Leute. Weil das lohnt sich auf jeden Fall. Ah, hier sind nochmal solche Handschuhe, sehe ich gerade. Ja, das sind okay. nochmal so farbige Handschuhe, das ist ohne Käppchen. Auch diese Kängurus, die haben wir auch mit bunt, dass man eine gelbe Kappe hat für die Farbenfrohe, Ja. die sich mal trauen, Farbe zu bekennen. Dieses Auch Muster. ein schönes Muster. Ja. Diese liegen jetzt preislich Das bei ist 39 Euro. Jacquard heißt oder so, ne? Ich glaube, das Ja, Muster. Jacquard-Muster. Auch innen, das ist die Innenseite jetzt von den Handschuhen. Jedes auch dann individuell wieder gearbeitet. Ich finde die echt innovativ und sehr schlau gemacht. Cool. Und das ist noch mehr? Genau, das ist Baby-Alpaka-Wolle, die beziehen wir auch. Baby-Alpaka, ja. Genau, das ist Baby-Alpaka, sagt man immer, das ist die erste Schuhe. Das ist die feinste von dem Fohlen. Die ist halt auch gefärbt. Da sind jetzt immer 50 Gramm drauf, so ungefähr 100 Meter Lauflänge, kostet 7,50 Euro. Wow. Da kann man auch einen Pullover draus machen, Mütze, Stulpen, Socken nicht. Dann würde ich wirklich unsere Sockenwolle. Die sind auch ein weil bisschen dicker, oder? die ist dicker, aber die ist belastbarer. Ah, okay. Gerade an der Hacke und so, wenn man reinschlupft, rausschlupft aus den Schuhen. Da würde ich dann unsere Sockenwolle nehmen und diese wirklich dann für Pullover, Mützen, Babydecken auch immer gerne genommen, weil sie so weich ist. Ja. Reicht einer so für eine Mütze? Nee, da würde ich tatsächlich schon 2 nehmen. 2, okay. Genau. Und wenn man noch was übrig hat, ich mache dann immer noch so kleine Pulswärmer dazu. Dann hat man immer noch mal was Passendes. Wie cool. Wir haben jetzt so viel gesehen. Willst du uns auch irgendwas zur Produktion sagen? Wie das so abläuft? Ja, die Tiere werden einmal im Jahr geschoren. Wir scheren hier meistens Ende Mai, Anfang Juni. Dann werden die Tiere in Seile gespannt. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Also sie werden einmal gestreckt, Okay. dann werden sie auf eine Seite gelegt. Und dann fangen wir am Bauch an und scheren einmal den Rumpf komplett. Also wir drehen das Tier vorsichtig einmal. Das ist die erste Wahl. Das tüten wir dann je nach Tier ein. Da kommen so mal zwischen 800 Gramm und 1,5 Kilo pro Tier runter. Das ist schon ziemlich viel, oder? Ja. Ja. Und dann scheren wir weiter die Hinterläufe. Das ist dann alles Abfall. Sie wühlen sich doch mal oder schuppern sich. Die Faser ist nicht mehr so schön. Das machen wir dann einfach nur mal, dass auch mal Luft an die Beine kommt. Und der Hals, das ist dann die zweite Wahl. Die ist halt einen Ticken gröber, weil sie dann auch mal sich hier schuppern und auch manchmal ein bisschen dreckiger ist. Deswegen ist das die zweite Wahl. Aber die Wolle auf dem Kopf lässt ihr, oder? Die lassen wir. Es gibt auch Scherer, die das abscheren, hatten Okay. wir auch schon. Aber ich habe beobachtet diese Fliegen. Ständig sind die Fliegen in den Augen. Ah, Und bei den Pferden, die haben ja auch so einen Genau, Vorhang so eine zum Mähne. Teil. Und ich habe mich jetzt entschieden, der Pony bleibt stehen und bei Bedarf, wenn der zu lang wird, kürze ich den selber nach. Aber die Super. Alpakas, die sind so genervt im Sommer von den Fliegen, kommen überhaupt nicht zur Ruhe, können nicht mal ein Nickerchen machen. Deswegen lassen wir die Frisur stehen. gut gelaunte Alpakas heißt gute Wolle. Genau. Wenn jemand zum Beispiel das auch anfangen möchte mit den Alpakas, würdest du sagen, die sollen einfach recherchieren ein bisschen und dann gucken, mit wem sie kooperieren können? Ja, würde ich sagen. Also erstmal ganz wichtig, guckt, dass ihr ein geeignetes Grundstück habt. Ah ja, genau. 3 Genau. Alpakas brauchen 1000 Quadratmeter. Jedes weitere braucht 100 Quadratmeter mehr. Ja. Ihr braucht Heu. Guckt, wo ihr ein Heu herbekommt. Muss jetzt 3 Jahre her sein, da hatten wir so einen ganz trockenen Sommer und die Heuproduktion war nicht so toll. Und da hat mittlerweile nachher so ein kleiner Quaderballen 4 Euro gekostet. Oh. So, und wir brauchen zum Teil 2 bis 3 Stück am Tag. So gerade im Winter, nur dass man das alles schon mal im Hinterkopf hat. Ihr braucht Stroh, ihr braucht Kies, ihr braucht Heu. Tränken, Futter. Genau, und was halt wichtig ist, auch den Platz. Genau, das ist das Wichtigste.
So Leute, wir haben gerade erfahren, dass es nicht nur Schals und Mützen gibt, sondern auch Seife. Genau, das ist unsere Lama-Lana-Seife. Die wird aus dem Keratin unserer Alpakas hergestellt. Diese wird auch von Meerseifen, die haben auch einen Internetshop, für uns hergestellt aus der Faser. Wir haben einmal so einen neutralen Duft. Ja, ach, ich könnte mich ja. Ihr könnt jetzt leider nicht schnuppern, aber vielleicht. Oh, wow. Ist nicht zu stark, ist nicht Nein, zu... es ist wirklich Bioseife. Hinten sind auch die Inhaltsstoffe, wer das gerne mal Genau. sehen Ja, will. Babyseife. So. Ja, Genau, man kann auch gerne die Haare mitwaschen. Das okay. ist auch möglich. Und es gibt einen blumigen Duft. Wir haben auch noch einen Weihnachtsduft mit Zimt und Orange. Der kommt dann Cool. zu Weihnachten wieder. So ein Stück kostet 8,90 Euro. Ja. Und kann man die auf eurer Website kaufen Ja. oder gibt es noch einen anderen Online-Shop dafür? Nee, auf unserer Webseite oder hier vor Ort. Oder auf dem Oldenburger Landmarkt im Herbst stehen wir auch wieder. Okay. Und sonst einfach vorbeikommen. Cool. Auch mit unserem Logo drauf. Weiß ich gar nicht, ob man das so Ja, sieht. sehr süß. Du meintest ja, man kann die Haare damit waschen. Es gibt manchmal so Seife, die ist danach so trocken und durch Ja, seine Haare nein, das geht. ist die nicht. Okay, super. Ja, Die ist wirklich, wirklich schön. cool. Das sind unsere Business-Socken für jeden Tag. Die sind strapazierfähig. So ein Paar kostet Wow. 14 Euro. Burlington ist ja auch ein Begriff. Bei Burlington, finde ich, gehen ja immer schnell die Hacken und hier vorne das kaputt. Ja, Unsere halten tatsächlich länger und unsere wärmen dazu. Doch, sie sind leicht und diese können auch in der Waschmaschine mitgewaschen werden. okay, das wollte ich nämlich fragen, wie man die waschen soll. Die kann man tatsächlich in der Waschmaschine. Okay, super. Nicht bei 60 Grad, sondern ich mache sie meistens bei Pflegeleicht mit rein. Aber das können die Socken ab. Okay, und mit die Handschuhe und sowas, wie sieht's da aus? Doch, die würde ich mit klarem Wasser tatsächlich waschen, wird auch empfohlen. Das braucht man aber meistens gar nicht. Man geht so vorsichtig damit um und sie reinigen sich auch selbst, wenn man sie im klaren, nicht ganz lauwarmen Wasser einfach mal ausspülen, trocknen und dann ist sie wieder rein. Alpakas sind ja so süß, also wenn man sich gut um sie kümmert, dann bekommt man auch ganz viel zurück. Und Katrin kümmert sich sehr gut um die Alpakas, haben wir auch gerade gesehen. Und wie viele Alpakas darf ein Züchter haben überhaupt? Gibt es da eine bestimmte Anzahl? Ich denke, nein, es kommt halt auf die Größe des Hofes an. Also Okay. wir könnten jetzt zum Beispiel nicht, sagen wir mal, 260 Tiere hier haben, weil wir den Platz gar nicht haben. Ich finde, es sollte immer eine artgerechte Haltung sein. Dann sollte man vorher gucken, ob man vielleicht irgendwo noch mal was zuerwerben kann an Land. Okay. Ich habe da hinter dir noch so eine Schnur gesehen. Wozu? Was Das ist das? sind Babyhandschuhe. Babyhandschuhe sogar. Oh, wie süß. Na, Und die Kordel ist halt, ne, um in die Jacke zu stecken, damit das halt Ja. nicht wegkommt. Genau, die liegen jetzt bei 20 Euro rum. Meine Kinder haben sie damals geliebt. Die hatten Cool. auch so ein paar, sind halt super warm, weich. das kann man alles auf dem Online-Shop finden. Also Genau. geht unbedingt drauf. Und wir haben ja gerade über diese Bumme auch noch gesprochen. Wie meintest du das mit Ab- und Anmachen? Ich habe hier eine Beispielmütze. So, Katrin zeigt uns das jetzt einmal mit den Bommeln. Genau, also das ist dieses Standardmodell der Mütze, super schön, warm und leicht. Das Gelb ist leider ausverkauft. Da habe ich tatsächlich die letzte bekommen, aber es gibt halt in Blau, in Beige, in Weiß, Schwarz auch? Schwarz auch. Super. So, dann kann man hier den Bommel lösen mit dem Bändchen. Ja. Das ist viel besser als so ein Knopf. Genau, zieht man ihn raus. Dann nimmt man sich einen Bommel, Wunschbommel seiner Wahl, zum Beispiel den Bunte roten. Farben, ja. Und das ist manchmal ein bisschen gefummelt. Aber das sind echt vibrante Farben. Mir gefällt das wirklich. Ja, das sind wirklich. Und die sind echt weich. Die sind weich und das sieht auch schön aus, wenn es im Wind. Das mag ich immer so gerne, wenn es im Wind so pustet. So, einen habe ich. Ja, ne? So. Einen habe ich durch. Gibt es ja auch in verschiedenen Größen oder ist das so eine Nee, das ist eine Einheitsgröße? Einheitsgröße, Ja, okay. genau.
Die Bommel, die liegen bei 19 Euro rum. Und schon habe ich einen Wie cool. ganz neuen Look. Ja. Die Mütze, die liegt bei, ich gucke gerade mal, ich meine, die liegt bei 50 Euro rum. Aber es ist schon was Besonderes und es lohnt sich. Besonderes. Die Mützen halten auch super und dann kann man je nach Laune, ob ich mal grau möchte, rot, Ja. weiß. Dann kann man auch seine Stimmung zeigen, so rot. Richtig, genau. Sprich Oder nicht je mit mir. nachdem, was zum Schal passt Ja. oder zur Jacke, kann man das wechseln. Schön. So, du hast uns jetzt schon ganz viel erzählt. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Ja, also mir ist das ganz wichtig, wer sich diese schönen Tiere anschaffen Hallo. möchte, sich bitte wirklich genau zu informieren, was alles zu beachten ist. Es ist nicht wie ein Meerschweinchen oder ein Kaninchen, was man sich zulegt, sondern auch überlegt zu sein, Alpakas sind Herdentiere. Man soll mindestens 3 Stück nehmen. 3 Stück, damit sie sich nicht einsam fühlen. Genau, die gehen sonst wirklich ein. Hm. Informiert euch darüber, was wird gebraucht, platzmäßig, stallmäßig. Guckt auch schon rechtzeitig in der näheren Umgebung, ob ein Tierarzt da ist, der sich mit Neuweltkameliden auskennt. Auch da ist das Wissen noch nicht so groß. Auch ich telefoniere immer gerne wieder mit der Uni in Hannover, die immer super hilfsbereit sind. Auch mit Herrn Gaudi, auch ein Tierarzt weiter weg, den kann ich jederzeit anrufen. Ab und zu brauchen wir da auch nochmal Informationen. Super. Aber das wäre mir wirklich schon wichtig. Genau. Man sollte sich wirklich gut um die Tiere kümmern. Genau. Leute, schreibt in die Kommentare, ob ihr auch solche Tiere wollt oder schon mal davon geträumt habt. Weil die sind echt süß. Aber man muss sich nun mal sehr gut um sie kümmern. Das ist das Ding. Ja. Es ist nicht wie ein Meerschweinchen, ein Hase oder eine Katze. Oder ein Hund, ja. Man muss halt, also Urlaub fahren sollte man sich auch überlegen. Urlaub fahren ist nicht drin. Ah, okay. Es muss immer einer da sein, der sich um die Tiere kümmert. Ja. So, Katrin, du hast uns ja jetzt so viel gezeigt. Hast du noch irgendwelche Geschichten, die du uns erzählen möchtest oder was du erwartest von dem Kanal? Ich wollte gerne aufklären über Alpaka-Haltung und auch über dieses Spazierengehen. Das war mir schon sehr wichtig. Ja. Alpakas werden ja auch von den Medien immer mehr, auch dieses Kuschelige, sei es als Plüschform, dann Genau. als Kuschelkissen. Alpakas sind keine Kuscheltiere, meine Lieben. Es sind Fluchttiere. Das war mir schon sehr wichtig, das auch mal bekannt zu machen. Genau, das ist die Realität. Ich würde dann sagen, wir kommen zu einem Ende und somit auch zu unserem kleinen Gewinnspiel. Was bietest du so heute an? Genau, zu gewinnen ist eins dieser Socken, Oha, cool. unserer Business-Socken. Das sind diese Farben, die wir haben. Und meine Frage an euch ist, wie viele Mägen hat ein Alpaka? Mal gucken, wer drauf kommt. Oh, okay. Also Leute, recherchiert ordentlich und dann könnt ihr solche Socken gewinnen. Das war's von mir aus und von dir aus, Katrin, denke ich mal. Bis zum nächsten Mal. Kein Problem. Danke dir. Tschüss. Tschüss.